allerseits und willkommen zu dieser Bausatzbesprechung. Dieses Mal von Lionroar, die Zündapp KS 750 mit Beiwagen im Maßstab 1:35. Ich mache jetzt dieses Video hauptsächlich deswegen, weil ich im Moment nicht in der Lage bin, was fertig zu bauen, aus Zeitgründen. Und wenn ich mal Zeit habe, kann ich auch nichts bauen, weil ich mir meinen Finger tranchiert habe mit dem Cuttermesser. Das ist natürlich nicht so schön. Da baut sich relativ schlecht. Deswegen gibt es so als Lückenfüller hier diese Bausatzbesprechung. Der Bausatz wurde mir netterweise gespendet. Ich werde jetzt aber nicht verraten, wer es war. Derjenige möchte anonym bleiben. Und er hat mich auch darum gebeten, wenn ich Lust und Zeit habe, da mal so ein Review drüber zu machen. Und das bietet sich jetzt natürlich perfekt an. Also Motorräder gibt es ja in dem Maßstab doch einige. Auch diese Zündapp gibt es schon recht oft. Aber ich kann nicht versprechen, das hier ist was Besonderes. Also schauen wir gleich mal rein. So, die Schachtel ist doch eigentlich recht gut gefüllt. Und die Gießäste sind hier in Plastikfolie eingetütet, wodurch sich natürlich auch das Beschädigungsrisiko minimiert. Es sind auch sehr viele filigrane Teile hier drin. Da wollen wir lieber nichts riskieren. Schauen wir uns mal als erstes die Bauanleitung an. Hier haben wir eine Hintergrundgeschichte zum Fahrzeug auf Englisch und Chinesisch, nehme ich an. Irgendwas, was niemand versteht. Und dann klappt der Plan hier so aus. Ist natürlich nicht so ganz handlich, aber es geht. Dann haben wir hier ein paar Sicherheitshinweise, Zeichenerklärungen, Farbtabelle. Einmal mit Hobby Color und Mr. Color. Und hier dann eine Übersicht mit allen enthaltenen Gießästen und sonstigen Teilen. Hier natürlich auch die grau unterlegten, die können wir uns schenken, die brauchen wir nicht. Ihr seht, ja, ist doch schon ganz schön umfangreich für so ein kleines Motorrad. Dann geht's los mit dem Zusammenbau. Hier mal der Motorblock. Kommen auch schon Fotonetzteile zum Einsatz. Das ist eigentlich recht übersichtlich, weil man hier praktisch diese Unterbaustufen hat. Dann verliert man hier nicht den Überblick. Die Reifen haben fotogeätzte Speichen. Das schauen wir uns später noch an. Das ist natürlich ein ganz besonderes Leckerli sozusagen. Auch hier recht witzig eigentlich. Hier ein Abziehbild für den Tacho und dann noch ein Glassichtteil drauf. Wie auch noch eine Option, abgedeckter Scheinwerfer oder nicht. Zusammenbau vom Lenker. Das sieht jetzt furchtbar kompliziert aus, aber ich habe jetzt erst kürzlich von Zvezda das BMW Motorrad gebaut und das ist eigentlich ähnlich komplex. Also das ist jetzt nicht komplexer wie zum Beispiel der Zvezda Bausatz. Natürlich sind hier noch Fotonetzteile dabei, das hat der natürlich nicht. Aber jetzt von der grundsätzlichen Aufteilung ist es recht ähnlich. Ja, hier kommen auch noch so Metallfedern zum Einsatz. Schon was Besonderes. Hier dann der Beiwagen. Ja, das ist ein bisschen... Ja, es geht. Es ist schon einigermaßen übersichtlich. Ist ja auch jetzt nicht so komplex, das Teil. Aber im ersten Moment war jetzt ein bisschen hier um die Kurve rum oder was. Das sah ein bisschen eigenartig aus. Aber ich würde mal sagen, grundsätzlich ist die Bauanleitung schon ganz übersichtlich gestaltet. Es sind aber nicht so viele Teile pro Baustufe.
Ja, aber man kann hier schon erahnen, dass das eine recht detaillierte Geschichte ist. Das finde ich besonders schön, dass hier noch so ein kleiner Anhänger dabei ist. Und zwar mit 2 Versionen. Ja, man kann so übertreiben. Wusste nicht, dass es für die Motorräder noch so einen Anhänger gab, was aber eigentlich Sinn macht. Und hier dann die Bemalungs- und Markierungsvarianten. Da gibt es insgesamt 3 Stück. Erste 15. Panzerdivision, also Nordafrika. Dann Panzergrenadierdivision Großdeutschland. In Grau nehme ich an. Und dann 24. Panzerdivision, auch in Grau. Obwohl die Maschine hier mit einer 3-Farben-Tarnung eigentlich gezeigt ist. Und dann noch, wie bemale ich den kleinen Anhänger. Beziehungsweise, welche Abziehbilder kommen da drauf. Also, gute Anleitung und auch recht umfangreich. Die Jungs legen hier auch noch einen Zettel bei mit einer kleinen Änderung, weil sie da an dem Plan irgendeinen Fehler gemacht haben. Ja, wenn die bei Dragon das auch täten, hätte man 20 Zettel in der Bauschachtel und keinen Platz mehr für die Teile. Also ist ja eigentlich besser, wenn die das nicht machen. Dann schauen wir uns mal die einzelnen Gießäste an. Ihr seht, der hier ist recht groß und enthält die Teile für das Motorrad an sich. Ja, sieht sehr schön aus. Hier der Lenker, sehr elegant geformt. Auch ja, Sitz sehr schön. Der Rahmen ist halt schon sehr filigran, da muss man halt aufpassen beim Auslösen. Aber ich denke mal, so viel Fingerspitzengefühl können wir noch so aufbringen. Ja. Das ist erste Sahne, wenn ich das mal so sagen darf. Schön ist auch, dass die Schutzbleche aus einem Teil sind. Das ist bei dem Svesta Bausatz ein bisschen nervig, dass das 2 Hälften sind. Da muss man immer ein bisschen spachteln, weil die nicht so perfekt zusammenpassen. Hier der Gießast für den Beiwagen. Ihr seht, es ist auch nicht ganz ohne von der Größe her. Und die Teile hier sind halt teilweise so filigran, aber erfreulicherweise haben die nur sehr kleine Anguspunkte. Jetzt mal, hier schaut's. Sollte sich also doch ganz gut auslösen lassen. Weil es gibt nichts Schlimmeres, wie wenn man so kleine Teile da irgendwie raussäbeln muss und dann die einem dabei zerbrechen. Ja, auch das MG schön detailliert. Man kann auch das offen darstellen, wer möchte. Ja, sieht gut aus. Auch die Aufteilung von dem Beiwagen ist sehr durchdacht. Es sind nicht einfach bloß 2 Hälften, die man zusammenklebt, sondern es sind die einzelnen Wände. Ich kann mir vorstellen, dass das durchaus Vorteile bringt, wenn man dann, wenn man sauber arbeitet, nicht spachteln muss. Das hier ist der Gießast für den kleinen zusätzlichen Anhänger. Und hier haben wir halt hauptsächlich diese Rohrrahmen, auf dem dann diese Transportkiste sitzt. Ja, das ist schon beeindruckend. Diese filigranen Teile haben es in sich. Aber die Räder sind schön. Tolles Profil. Und es sind auch ein Teil. Da muss da keine Hälften zusammenkleben. So, hier haben wir noch 4 identische Gießäste, die hier diverse Teile enthalten für die Reifen vom Motorrad. Besteht halt
schon aus mehreren so Scheiben, damit eben das Reifenprofil auch wirklich 1000%ig originalgetreu wiedergegeben ist. Es mag ein bisschen übertrieben erscheinen, aber meine Erfahrung mit so einer Aufteilung ist eigentlich doch recht positiv. Ich hatte das mal bei Dragon, bei der 8.8 Flak. Das ist jetzt nicht so mühsam, die Teile da zusammenzusetzen. Und das Ergebnis ist schon durchaus sehenswert. So gute Reifen findet man jetzt nicht so ohne weiteres. Dann hat es hier noch so einen kleinen Gießast mit den Glasigteilen. Da scheiden sich jetzt auch die Geister. Ich finde, das einzig sinnvolle Teil ist das hier für den Frontscheinwerfer. Die anderen Teile, naja, kann man auch einfach so lackieren, beziehungsweise könnte man auch mit einem Tröpfchen Weißleim darstellen. Aber gut, Lion-Roar, die können das offenbar, und wenn sie meinen, warum nicht? Dann schauen wir uns mal die fotogeätzten Speichen an. Und wie ihr sehen könnt, die sind schon vorgebogen. Ja, also die muss man sozusagen nur auslösen und dann einkleben. Das habe ich jetzt vorher noch nie in der Hand gehabt, sowas. Also ich wusste, dass es das gibt, aber benutzt habe ich es noch nie. Das wird sicherlich interessant zu sehen, wie sich sowas verarbeiten lässt. Interessanterweise gibt es da jetzt natürlich keine Alternative in Plastik. Da muss man irgendwie durch. Kann man aber jetzt nicht vorstellen, dass das sonderlich kompliziert ist. Interessant ist auch, dass diese Platinen in so Seidenpapier eingepackt sind. Da haben sie gut mitgedacht. Des Weiteren findet sich noch so eine kleine Ätzteilplatine. Da ist es so eine Schutzfolie drauf geklebt. Deswegen sieht es ein bisschen eigenartig aus. Die Platine ist sehr dünn und es sind durchaus nützliche Teile drauf. Hier dann die Abziehbilder. Für ein Motorrad doch relativ viele Markierungen drauf. Grundsätzlich würde ich sagen, ja, sehr schön gedruckt. Allerdings glänzen sie sehr stark. Das könnt ihr vielleicht, ja, jetzt könnt ihr es sehen. Ich weiß jetzt nicht, wie das natürlich am fertigen Modell aussieht. Dazu müsste ich es erst bauen. Ich kann jetzt nochmal meine vorläufige Meinung dazu abgeben. Sind auf jeden Fall sehr dünn, aber recht glänzend. Ob das ein Problem sein wird oder nicht, wird sich zeigen. Zu guter Letzt haben wir hier noch diese beiden Federn, die dann später mal unter dem Fahrersitz dran sind. Das ist natürlich schon eine erste Sahne. Sonst kennt man das eher nur als massives Plastikteil, aber wenn das mal hier so echt filigran als Feder ausgeführt ist, sieht das wirklich Bombe aus. Davon bin ich überzeugt. Alles in allem schon ein ziemlich umfangreicher Bausatz, da bleibt dann schon ziemlich die Spucke weg. Das würde man nicht unbedingt erwarten. Da wurde so ziemlich an alles gedacht. Ich denke mal, irgendwelche Zurüstteile erübrigen sich da. Wenn man den out of box baut, ist das schon für sich ein Schmuckstück durch und durch. Ist natürlich auch eher was nur für die absoluten Fanatiker, meiner Meinung nach. Ich denke nicht, dass Anfänger mit dem Bausatz große Freude hätten. Das ist wirklich nur was für den fortgeschrittenen Modellbauer. Allein schon wegen den Foto-Edge-Teilen. Das ist nicht ganz ohne. Nächster Punkt ist natürlich auch der Preis. Der Bausatz, den gibt es so zwischen 35 und 40 Euro. Also da blutet dem Schwabe nicht nur der Finger, sondern auch das Herz. Das ist richtiger Happen, würde ich persönlich dafür nicht hinlegen, aber der Bausatz war ja geschenkt an mich, deswegen stört mich das jetzt relativ wenig. Wenn ich ein Motorrad kaufen müsste in dem Maßstab, was bezahlbar sein soll, würde ich auf jeden Fall das
2-Star Motorrad nehmen, die BMW R12. Dennoch, wer darüber etwas hinausgehen will, für den ist die Zündab hier genau das Richtige. Kann man sich voll und ganz austoben, was Detailfülle angeht. Gut, dann bedanke ich mich fürs Reinschauen und man sieht sich im nächsten Video. Euer Hamilcar Barkas.